Und bei uns im Studio ist jetzt der USA-Experte Tom Göller. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, Donald Trump hat ja diese US-Wahl nun wirklich mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Sie haben es gestern schon fast gesagt, das wird schneller gehen, auch die Auszählung. Aber so deutlich, woran liegt das Ihrer Meinung nach? Und sind Sie auch ein bisschen überrascht, dass es so deutlich war? Ja, natürlich bin ich auch überrascht, ist ja klar. Auch ich habe die Prognosen verfolgt. Ich denke, einer der großen Fehler war, dass man bei den Umfragen nicht genug Republikaner einbezogen hat oder dass auch viele nicht die Wahrheit gesagt haben bei den Umfragen. Ich kenne zum Beispiel Fälle aus Georgia, wo schwarze Frauen, also afroamerikanische Frauen, gesagt haben, ich sag's lieber leise, aber bei uns sind viele für Trump. Und ich traue mich das gar nicht öffentlich zu sagen. Die sozial erwünschte Antwort, und sagt man lieber Harris. Genau. Antwort. Und da ist sie ja auch eingebrochen. Sie hat bei den Afroamerikanern verloren, bei den Latinos. Na gut, das ist ein bisschen nachzuvollziehen, weil Latino-Männer vor allen Dingen diese Macho-Haltung von Donald Trump und das Bullige mögen. Aber dennoch, also ist ganz klar, es ist eine Überraschung, die auch niemand vorhersehen konnte, außer wahrscheinlich Trump selbst. So klang er. Ja, Trump selber ist davon ausgegangen und er hat ja auch die Mehrheit im Kongress und Senat. Heißt, er kann durchregieren. Ja. Was genau bedeutet das aber? Durchregieren heißt, also als Präsident kann er ja nicht alles von sich aus machen. Aber zum Beispiel, wenn er Krieg erklären wollte, dann hat er ganz schnell eine Mehrheit, genauso aber für andere außenpolitische Sachen. Das wird uns Deutsche besonders oder die Europäer besonders treffen, wenn er zum Beispiel beschließt, was ja gerade auch angesprochen wurde, also im Wirtschaftsbereich entsprechende Zölle zu erheben und so weiter, wird er einfacher Mehrheiten bekommen. Er kann im Weißen Haus sagen, ich mache das, weil er weiß, im Repräsentantenhaus und im Senat hat er die Zustimmung. Nicht zu viele Hindernisse dann für ihn. Und wenn ich da nochmal nachhake, wie wird Trump auch mit Deutschland sprechen? Also nicht bloß Zölle, angedroht wird er wahrscheinlich umsetzen, aber in welchem Ton wird er mit Deutschland sprechen? Er weiß selber, Deutschland liebt ihn nicht unbedingt. Ja, das weiß er. Was bedeutet das für uns jetzt? Womit rechnen Sie da? Also ich fand sehr gut, dass wie Kanzler Scholz reagiert hat, sofort die Zusammenarbeit angeboten. Das Statement von Frau Baerbock klang dann wohl eher etwas zurückhaltend und steif, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und ich denke, es liegt jetzt an Deutschland, auf ihn zuzugehen, denn er kennt die Stimmung hier im Land. Sie war extrem gegen ihn oder ist es vielleicht auch noch. Und da die Hand auszustrecken von Kanzler Scholz war klug. Genauso auch wie vom NATO-Generalsekretär Rutte gleich zu sagen, wir legen Wert auf Zusammenarbeit. Und eins muss man auch noch bedenken, innerhalb Europas gibt es keine gemeinsame Stimme. Die Osteuropäer mit Führung Orban in Ungarn sind sowieso mega begeistert von Trump oder zumindest sehr angetan. Und er auch von Orban, oder? Und von Orban, das hat er im September klar gemacht. Und da muss Deutschland seine Rolle finden und das wird jetzt eine Führungsrolle sein. Deshalb unsere Krise hier im Moment kommt zur Unzeit, aber dennoch Deutschland ist herausgefordert jetzt und das kann man auch als was Positives sehen, nämlich die Führung in Europa zu übernehmen und endlich auch das zu tun, was viele und auch Amerikaner schon immer sich gewünscht haben. Nämlich, dass Deutschland sagt, ich sag mal, wo es lang geht, auch im Ukraine-Krieg die Führungsrolle übernimmt. Da werden viele Aufgaben auf Deutschland zukommen, die Deutschland so nicht gewohnt ist, aber die auch eine Chance sind. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön für Ihre Einschätzung. Vielen Dank.